so, wo man sich für Dungeons wieder in Flares Rises zusammenfinden kann. Solo schafft man die ja nicht einfach. Leider nicht. Also es gibt bei jedem Dungeon gibt es Schwierigkeitsgrade. Die sind nicht so gut erklärt. Also hier zum Beispiel gibt es auch nur 2. Hier steht die Schwierigkeit nicht mal dabei. Lustigerweise, weil es nur eine gibt. Bei der Base-Schwierigkeit steht es, glaube ich, nie dabei. Nur wenn du eine andere auswählen kannst, steht es, glaube ich, dabei. Aber auf jeden Fall gibt es bei jedem Dungeon hier Story. Und dann leicht, normal, schwer, sehr schwer, Nightmare, Cursed und Infernal. Irgendwie so. Oder nee, ich glaube, normal ist schon schwer. Naja, nee, schwer gibt's, glaube ich, nicht. Normal ist gleich schwer. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt's halt irgendwie 6 oder 7 verschiedene Schwierigkeiten plus Story. Und Story ist, also ich meine, du siehst es sowieso bei jedem Dungeon, welche Schwierigkeiten es gibt. Also die es theoretisch gibt und die es bei dem jeweiligen Dungeon gibt, das wird ja sowieso angezeigt. Also kann man sich eigentlich nicht wirklich vertun. Und der Levelbereich wird ja auch immer angezeigt. Das ist eigentlich das Wichtigste bei den Dungeons, die wirklich alle Schwierigkeiten haben. Okay, hier steht es tatsächlich. Ah doch, hier steht es. Minimum Level 166. Und bei den anderen steht dann zum Beispiel 61 bis 90. Story ist ja useless, wenn man die Quest schon fertig hat. Naja, das wollte ich gerade sagen. Story ist halt für die Quests. Gibt ja für jeden Dungeon eine Questreihe. Das ist ja das, was ich auch gerade mache. Bei diesem Dungeon gestaltet sich das leider nur etwas schwieriger. Aber genau, Story ist halt eigentlich nur für die Quests. Also der Modus ist eigentlich nutzlos. Wobei manche benutzen ihn noch zum Party-Leveln. Finde ich persönlich jetzt nicht so super toll. Aber kann man machen. Und das war's. Und dann die anderen Schwierigkeiten sind halt, wie gesagt, Level begrenzt. Und da habe ich mal ein Video hochgeladen. Eine Übersicht, was man in den jeweiligen Schwierigkeiten denn droppt. Also wo denn die Unterschiede sind. Und man kann im Endeffekt sagen, alles bis 140, also alle Schwierigkeiten bis 140 sind eigentlich nutzlos, weil du quasi nichts droppst. Nichts, was irgendeinen Wert hat, außer Skins. Und Skins sind leider ultra selten. Also Skins sind neben den Chase Drops mit Abstand das seltenste. Und in den niedrigeren Schwierigkeiten sind Skins aber eigentlich das Einzige, was du droppst. Was irgendeinen Wert hat. Außer Pets. Bei Rise of the Quest 3 mit dem KD zum Beispiel funktioniert nicht mal. Ja, das ist keine Quest. Das ist schon eine Quest, aber das ist eine wiederholbare Quest. Die zählt halt nur, wenn du einen Dungeon-Boss tötest, bekommst du ein Fragment. Aber natürlich zählt das nicht im Story-Modus. Das zählt nur im Nicht-Story-Modus, wenn du den Boss tötest. Deswegen hast du kein Fragment bekommen. Das geht nur im Nicht-Story-Modus. Also das ist die Quest für die Leute, die den Dungeon farmen. Tatsächlich. Als zusätzliche Belohnung. Nee, aber wie gesagt, alle Schwierigkeitsgrade bis 140 lohnen sich leider nicht wirklich, weil der Dungeon ist im Verhältnis immer ungefähr gleich schwer, wobei das natürlich, also stimmt jetzt nicht ganz, im Low-Level sind sie schon deutlich leichter. Grundsätzlich, sofern man halt halbwegs gutes Equipment hat oder Power-Ups, sind sie im Low-Level deutlich leichter und werden dann schon grundsätzlich eher schwieriger. Aber vom Prinzip her ändert es nichts, die Schwierigkeitsgrade, weil sich dadurch die Drops immer nur minimal verändern. Und der größte Sprung der Drop-Veränderung ist halt von 121 bis 140 die Schwierigkeit zu 141 plus. Weil ab 141 plus ist es halt dann Cursed und ab Cursed droppt man Cursed Jewelry Fragments und zusätzlich A- und B-Fragmente. Davor droppt man halt zum Beispiel nur A- und B-Fragmente. Und ab diesem 141 A, B-Fragmente, Kartenfragmente und Cursed Jewelry Fragmente hast du halt nur durch diese 3 Sachen, die du garantiert bei jedem Run bekommst, selbst wenn ihr gar nichts droppt, kriegt ihr immer das. Also schon so ein solides Einkommen sozusagen, in Anführungszeichen. Das sind natürlich seelengebundene Items, die man erstmal irgendwie in Geld umwandeln muss, theoretisch. Aber grundsätzlich ist das schon mal so ein solides Einkommen oder so eine gute Belohnung. Karten kann man ja einfach benutzen, muss man sich nicht kaufen, spart man sich Geld, ist ja auch irgendwo eine Belohnung. Auch wenn es sich direkt verkäuflich ist, weil es seelengebunden ist.
Das ist schon so viel wert, dass es sich schon lohnt, diese Dungeon-Schwierigkeit zu machen. Am besten sind die Cursed Jewelry Fragments, weil die braucht man zwingend für Itemate-Schmuck und Itemate-Schmuck ist der einzige Schmuck, der irgendwie noch relevant ist in dem Game. Und ja. Deswegen sind eigentlich alle Schwierigkeiten bis dahin basically nutzlos oder Zeitverschwendung, kann man fast sagen. Oder, also ich sage das so, ich sage, dass das Zeitverschwendung ist. Es gibt eine Ausnahme oder ganz wenige Ausnahmen, wo das mal vielleicht nicht so ist, weil du darin leveln kannst oder so. Envy Depths ist da der Klassiker. Der Dungeon wird halt auch benutzt zum Leveln und dann kann man nebenbei so ein bisschen farmen. Aber das macht man halt eigentlich auch nur ab 141. Und 61 bis 90 ist der andere Levelbereich, wo es tatsächlich auch noch relevant ist. Das wären jetzt so 2 Ausnahmen, aber es ist beides Envy Depths und es ist beides schon sehr spezifisch. Also ist jetzt eigentlich auch nicht so, dass das die allgemeine Regel ist für die Dungeons. Und ja, also letztendlich sind alle Dungeon-Schwierigkeiten bis Cursed mehr oder weniger überflüssig. Beziehungsweise sind die einzigen krassen Drops, die man dort haben kann, Skins, die leider unfassbar selten sind. Also ich glaube, ich habe, also FEC 2023 läuft gerade auf meinem zweiten Twitch-Kanal auch. Da haben wir viele Nightmare Runs gemacht, ich glaube knapp 500 Stück. Und lasst mich nicht lügen, aber wir haben, glaube ich, nicht mal 10 krasse Items gedroppt. Also damals war das einzig krasse, was du droppen konntest, deswegen weiß ich das auch sehr gut mit den Skins. Da war das einzig krasse, was du gedroppt hast, Skins. Da gab es gar keine Unique-Waffen oder irgendwas krasses. Du hast nur Skins gedroppt und sonst gar nichts. Und A-Karten. Skins und A-Karten. Und ich weiß nicht, wie gesagt, genau wie viele Skins wir gedroppt haben. Also wie viele Boss-Skins, vor allem die seltensten. Aber ich würde sagen, es waren unter 10. Ich weiß es nicht sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass es unter 10 waren. Also ich glaube, wir haben 3-mal die Axt gedroppt von einem Grrr in Flares. Die ist ziemlich wertvoll. Das ist, glaube ich, einer der besten Boss-Skins. Neben dem Kristall-Dämonenfürst-Umhang. Also die haben wir tatsächlich mehrfach gedroppt, aber den Dungeon haben wir, also am Ende haben wir es auch drauf angelegt. Da haben wir, glaube ich, fast nur noch den Dungeon gefarmt. Also ich glaube, die Go-To-Dungeons waren immer, also Envy Depths am Anfang, aber ich glaube, irgendwann haben wir aufgehört, Envy Depths zu machen, weil die Skins dort so scheiße wertlos waren. Und das, wie gesagt, es gab ja nur Skins, sonst gab es ja nichts zu droppen. Und A-Karten. Also unsere Go-Tos waren immer Darkon 3 und Envy am Anfang, aber am Ende haben wir es dann geswitcht auf Flares. Weil da eben bessere Skins kamen und der Dungeon eigentlich nicht wirklich viel schwieriger war als Envy. Eigentlich sogar fast leichter, damals zumindest, weil damals gab es ja auch nur Bloody-Waffen. Da war Flares, weil er so kurz ist vor allem auch und man relativ wenige Monster killen muss und so. Auf jeden Fall, ja. Also, es lohnt sich einfach nicht. Weil das Traurige ist, Silent Life selten heißt nicht immer automatisch wertvoll. Also ich weiß jetzt nicht, was diese ganzen Skins wert sind, weil sie sind halt ultra selten, ja, keine Frage. Also, boah, ich weiß gar nicht, wie heißt die Axt überhaupt? Irgendwas mit KR? Nee, boah, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Häuptling? Häuptling? Nee. Boah, keine Ahnung. Grrr-Axe. Ah. Oh, die sieht gut aus mit dem CS, was ich trage. Also Grrr-Axe. Ja, also ich habe jetzt Grrr eingegeben, die Axt existiert quasi gar nicht. Das heißt, ja, wenn du sie jetzt droppst, ultra selten und es gibt bestimmt eine Menge Leute, die würden die gerne haben. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie dann auch viel wert ist. Also du könntest jetzt theoretisch mit einem Level 16er Charakter in den Flares Dungeon und probieren, diese Axt zu droppen. Das geht, theoretisch. Praktisch kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, ich persönlich würde sagen, also das war vor allem auf FEC, also auf Boding eher noch mehr. Aber ich würde sagen, im Schnitt brauchst du pro richtig seltenem Skin, also der jetzt nicht von normalen Monstern droppt, normale Monster können in Dungeons auch Skins droppen. Die sind häufiger, also die sind auch ultra selten, aber etwas häufiger. Aber ich würde sagen, pro Boss-Monster-Skin würde ich mal mindestens 50 Runs einplanen.
Und das war, wie gesagt, also das ist eigentlich eher schon FEC-Verhältnisse. Also ich glaube, wir haben den Dungeon legit 150 Mal gefarmt und haben die Axt ziemlich genau 3-mal gedroppt, aber halt auf dem FEC. Ja, und da ist die Droprate halt doppelt bis 3-mal so hoch. Das heißt, auf Borodeng kannst du eigentlich easy 100 Runs rechnen für jeden Bossmonster-Skin. Alles drunter ist lucky. Wobei es auch drauf ankommt, es gibt ein paar, die droppen mehr Skins. Wenn sie mehr als einen Skin droppen, dann ist es wahrscheinlich leichter. Vermutlich. Aber ich weiß gar nicht, wie viele droppen mehr als einen Skin. Ich glaube, die meisten droppen tatsächlich nur einen. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es ist geistesgestört. Und selbst wenn die Axt dann 5 Milliarden wert ist, was echt viel wäre, ich glaube, die meisten Leute wären nicht bereit, 5 Milliarden für einen Skin zu zahlen. Oder lass es selbst 10 sein. Das ist ziemlich aufwendig und ziemlich kacke, das Gefühl, wenn du einen Dungeon farmst und 149 Mal droppst du quasi gar nichts. Da musst du ja auch die Zeit berechnen, wie unfassbar viel Zeit da reingefließt in hunderte Runs. Und bis die Axt nicht tatsächlich droppt, und du hast ja keine Garantie, dass die droppt. Und wenn du den Dungeon 500 Mal machst, du hast keine Garantie, dass die wirklich kommt. Vollkommen egal, was die Wahrscheinlichkeit ist, es gibt keine Garantie. Ja. Und dann ist sie in Anführungszeichen so wenig wert. Es ist zwar an sich viel Geld, aber für den Aufwand, die zu farmen, ist es zu wenig. Und dann kommt noch dazu tatsächlich, das soll ich jetzt auch noch vergessen, die Droprate von Skins soll zwar angeblich grundsätzlich immer gleich sein. Ich weiß aber nicht, ob sie das auch auf Dungeons bezieht. Also in Open World kannst du immer Skins droppen, theoretisch. Und die Droprate davon, wie gesagt, angeblich ist eigentlich immer die gleiche. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das bei Dungeons wirklich auch so ist. Ehrlich gesagt wäre es halt fast schon unfair. Aber kann sein, dass das so ist. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ob sie das auch auf die Dungeon-Schwierigkeiten bezieht. Weil die Dungeon-Schwierigkeiten, der Sinn davon ist ja, dass du mit einer höheren Schwierigkeit grundsätzlich eigentlich auch eine bessere Droprate hast. Aber wie gesagt, eigentlich hieß es mal, dass Skins immer gleich selten sind. Aber ist letztendlich auch Jacke wie Hose. Kein Mensch farmt Dungeons für Skins. Und genau deswegen sind die Dungeons halt erst relevant ab 141. Weil ab 141 droppst du halt gleich mehrere Sachen, die gute Drops darstellen, aber keine Skins oder... Also das sind garantierte Drops, die bekommst du zu 100%. Und erst dann lohnt es sich halt wirklich Dungeons zu farmen, weil selbst in einem Dungeon, wo du nichts droppst, hast du am Ende trotzdem was, mit dem du nach Hause gehst. Und das ist unfassbar wertvoll. Dass du auch im Worst Case, wo gar nichts droppt, du immer noch irgendwas hast für deinen Aufwand, für deine Zeit. Weil du tauschst dir einfach nur deine Lebenszeit oder deine Spielzeit, tauschst dir ja gegen diesen Dungeon Run. Und dieses Gefühl, am Ende mit nichts dazustehen, und ich kenne dieses Gefühl sehr gut, das ist wirklich krank. Das verschlingt dich.